Herr Kesselring, in jungen Jahren erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, das war in meiner Rekrutenschule. Ich war sehr begeistert, habe mich sehr gefreut auf diesen Militärdienst und ich habe aber während der ersten 5 Wochen gespürt, dass irgendwas nicht gut geht. Ich fühlte mich sehr oft krank und wurde dann als Simulant abgetan. Und das kam so weit, bis dass ich nach einem Wochenende eingerückt bin wieder und wurde sofort ins Krankenzimmer ging und sagte, es geht was nicht gut. Und da wurde noch etwas untersucht und plötzlich hieß es, ja, also Sie können jetzt eigentlich wieder zur Truppe zurück und da spürte ich, das geht nicht. Und innerhalb kürzester Zeit war dann eine Fieberattacke da und da wurde ich ins Spital evakuiert und im Spital stellte man fest, dass es sich um eine gravierende Infektion handelt im Hirn. Und da habe ich, also ich war völlig gelähmt, ich konnte nichts bewegen, ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht teilhaben. Hingegen war ich bei vollem Bewusstsein und habe alles mitbekommen, was über mich und über den Befund gesprochen wurde. Und dann wurde eigentlich unter den Ärzten, die haben ja nicht mitgekriegt, dass ich alles mitbekomme. Da haben die ganz offen unter sich gesprochen, haben gesagt, also der Patient, der wird wahrscheinlich diese Nacht sterben und haben dann auf 3 Uhr getippt, da würde das fertig sein und haben gesagt, ja, eine Schwester werde mich dann begleiten. Und das war dann auch so, ich war in einer Lungenmaschine, wurde beatmet während dieser Zeit und hatte Kontakt. Diese Schwester hat mir die Hand gegeben und ich spürte, dass da jemand war, der mich eben begleiten sollte. Aber dann kann ich nicht sagen genau, wie das weiterging. Ich erlebte, wie ich plötzlich so von einem aus der Tiefe eines Ziehbrunnens, ich sage das als Bild, langsam in die Höhe geschwebt bin und habe da oben einen hellen Punkt gesehen und der wurde immer größer und wie ich dann praktisch am Ausgang dieses Rohres war, da waren die schönsten Farben, ein riesiges Farbenspektrum. Es kam mir vor wie eine Blumenwelt, eine völlig unbelastete Welt, die ich noch nicht kannte, aber die ich als sehr, sehr glückbringend angesehen habe. Und da habe ich mich gefreut, in diese Welt einzutreten und konnte später, wie ich da zurückgeholt wurde, mich nicht zurückfinden. Sie konnten sich nicht in diese materielle Welt zurückfinden. Ich wollte gar nicht zurück. Für mich war das so ein schönes Erlebnis. Und ich muss auch sagen, ich habe mich immer wieder auch gefreut, wenn Leute aus meinem also auch heute, wenn jemand aus dem Leben ausschied, dann wusste ich, wie das erlösend sein muss für diese Person. Ich kann heute auch nicht diese Trauer nachvollziehen, die viele Leute haben, wenn jemand stirbt. Sie haben nicht bewusst erlebt, wie Sie wieder zurück ins Leben geholt wurden? Nein, das kann ich mich nicht erinnern, wie das gegangen ist. Aber man sagte mir, das wurde durch eine Antibiotikaspritze erreicht, dass ich und eben durch das Entfernen des Infektionsherdes. Was war die Diagnose von Ihrer Krankheit? Das war eine Hirnliquorvereiterung. Also es wurde auch gesagt, es nicht war nicht eine Hirnhautentzündung, sondern war eine Vereiterung.
Und es wurde mich dann nachher durch die Nase, durch die Schädeldecke wurde dann aufgebohrt und dann wurde dieser Eiter rausgespült und das sehe ich noch vor mir, so eine Nierenschale mit circa 1 Liter, die sie mir da gezeigt haben. Sie haben mir gesagt, dass Sie nach dieser Erfahrung die Fähigkeit für eine gewisse Vorausschau hatten. Ja, ich habe festgestellt, dass sehr oft Dinge auf mich zukamen, die ich eigentlich vorausgeahnt habe. Ich hatte auch Träume und diese Träume, die waren teilweise so deutlich, dass ich sagen muss, das kann nicht einfach Zufall sein. Dass ich Personen per Name und Bild erlebe und auf diese Personen treffe. Ich kenne noch den Namen und kann die Leute ansprechen und diese Personen haben eine Bedeutung in meinem, oder werden eine Bedeutung haben in meinem Leben. Können Sie ein Beispiel noch sagen? Also eine Person, die ich habe meine erste Frau, habe ich so kennengelernt. Und zwar fast symbolisch noch ausgeprägt. Ich habe 5-mal denselben Traum gehabt und habe genau 5 Wochen später diese Person kennengelernt. Aber der Traum den hatte ich ganz anderswo, als wo ich diese Person kennengelernt habe. Und die Person, die wusste nicht, warum ich sie per Name anspreche. Oder die andere Sache, ich hatte einen Traum, da war ich auf einem Dach und habe Ziegel gelegt und wusste, drunter ist irgendein Hotel oder ein öffentliches Gebäude, das ich da renoviere. Ich hatte den Fluss vor mir gesehen, ich hatte die Berge links und rechts gesehen. Dieser Traum hat sich wiederholt über etwa 5 bis 8 Jahre. Bis mir meine Frau gesagt hat, wenn du davon träumst, wo das ist, dann fahr mal hin. Und jetzt gar der nächste Traum, da war eine Ortsangabe, also ein französisches Wort, das ich nicht kannte, aber ich letztlich über den Atlas als Ort identifizieren konnte. Und wir sind hingefahren und mit einer längeren Geschichte hat sich dann herausgestellt, dass effektiv in der Gegend, wo dieser Ort ist, dieses Haus sich befindet. Und da wurden wir hingebracht durch eine Person, der ich den Traum erzählt habe. Und der hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es das ist. Und wir sind da hingekommen und es war ein Haus völlig verfallen in einem Zustand, da würde kein normaler Mensch sagen, das kaufe ich, da mache ich jetzt was draus. Aber ich bin dort hingekommen und ich hatte innerlich so eine Vibration im Herz, dass ich sagte, das muss es sein. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Sie solche Dinge voraussehen können? Ich würde darauf tippen, dass wir Menschen ausgerüstet sind, alle ausgerüstet sind, solche Dinge zu spüren. Ich habe ja später Biologie studiert und habe festgestellt, dass sogar Pflanzen die Möglichkeit haben, auf Reaktionen zu zeigen, die wir gar nicht vermuten. Und wir kommen mit Antennen zur Welt als Kind und wir gehen durch die Schulen und in diesen Schulen werden wir an ein Leben angepasst, das unsere Gesellschaft bestimmt. Und dabei, glaube ich, gehen uns diese Fähigkeiten verloren oder werden inaktiv. Und das Ganze wurde mir jetzt wieder neu aktiviert und ich bin überzeugt, das ist auch kein Zufall, dass die ganze Sache geschehen ist. Jeder Mensch hat eine Bestimmung und wir müssen, glaube ich, lernen, darauf zu hören und nicht mit unserem
eigenen Willen, irgendetwas erreichen zu wollen. Wir sind vom Materiellen einfach zu stark verblendet worden. Welche Auswirkungen hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr Leben? Ich hatte vorher eine Phase, wo ich Elektronik gelernt habe. Ich wollte eine große Elektronikfirma gründen. Ich hatte im Sinn, militärisch eine Karriere zu machen. Ich hatte im Sinn, mich irgendwie in Szene zu setzen. Und nach dieser Nahtoderfahrung wurde genau das Gegenteil. Also habe ich mein Leben völlig umgekrempelt. Ich habe ein Studium gemacht in eine ganz andere Richtung. Ich habe mich vom Geld verabschiedet, vom Materiellen. Das war für mich nicht mehr im Vordergründig. Das war einfach noch ein Mittel, damit wir leben können. Und ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte. Herr Kessling, herzlichen Dank für das Gespräch.